Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, an und für sich wollte ich heute den Teil 2 vom Weltende und dem Datum des Weltendes machen, aber der Mensch denkt und Gott lenkt. Und so ist es anders gekommen. Es gibt jetzt ein Spontanvideo, wo ich zwei wichtige Begriffe, die vielleicht der eine bekannt ist, der andere nicht, die möchte ich heute gemeinsam mit euch beleuchten, weil die sind momentan total aktuell. Ja? Und zwar ist das Heterodoxie und Orthodoxie. Ihr kennt sicher alle den Begriff die orthodoxen Kirchen. Ja? Orthodoxie ist eine strenge, wortwörtliche Auslegung der Heiligen Schriften. Der persönliche Glaube richtet sich dabei vollständig nach der Lehre der Kirche oder von den religiösen Führern. Sie werden von den Menschen als selbstevident heißt unmittelbar einleuchtend, keines Beweises bedürfend, natürlich oder unanfechtbar wahrgenommen. Ja, das sind die sogenannten Bibelfundamentalisten, die das so nehmen und sagen, so steht es geschrieben und das ist so. Aus Punkt Schluss. Das war immer so. Ja, warum? Weil das nie hinterfragt wurde. Toxische, schreibt sich mit Dora, ja, weil toxisch ist giftig, aber irgendwie passt das vielleicht doch auch zusammen. Toxische Überzeugungen werden somit in Gesellschaften fast nie kritisch hinterfragt und entziehen sich öffentlichen Diskursen und Debatten. Bestimmte Wirklichkeiten, Überzeugungen, Normen, Regeln, Dogmen, Praktiken, Handlungen werden von den Teilnehmern eines Feldes, ja, ein Feld ist eben, das sind die sozialen Systeme, Politik, Recht, Religion, einfach als selbstverständlich und unhinterfragt hingenommen. Und um das geht es jetzt. Das war schon immer so. Das wurde als selbstverständlich und nicht hinterfragt angenommen. Toxische Inhalte werden vor allem in Krisen- und Umbruchszeiten plötzlich debattiert und angegriffen. Und genau da sind wir jetzt drinnen. Ja? Das wird jetzt debattiert und angegriffen. Nämlich von denen, die in dem Bereich der Heterodoxie sind. Und das sind wir. Das werden wir gleich sehen. Und durch diese Doxa werden die ganzen das hängt nämlich mit Herrschaft zusammen, ja, werden die ganzen Herrschaftsstrukturen unsichtbar gemacht und ein wenig verschleiert. Ja, und wir wissen ja alles, wenn es ums Verschleiern geht, unsichtbar machen, das ganze Verborgene, wissen wir immer, wer da dahinter steckt. Ja. Und die Herrschaft wird durch diese Doxa, weil das eben so angenommen wird und als selbstverständlich hingenommen wird, wird die Herrschaft von den Untertanen, von ihnen, gar nicht mehr als Herrschaft wahrgenommen, sondern das ist alles selbstverständlich, das ist natürlich, das ist legitim und das passt so, wie es ist. Das ist richtig gedeutet. Nur stimmt das wirklich? Beginnen wir jetzt wirklich zu hinterfragen. Da brauchen wir jetzt nur mal die zwei Felder anschauen. Ja, wir haben ja gesagt, das ist in den Feldern drinnen von Staat und Kirche, nenne ich es jetzt einmal, die beiden. Ja? Und das ist, heute wissen wir, der Staat raubt, er beutet aus und die Kirche lügt. Und das war schon immer so. Ja? Halte du sie arm, ich halte sie dumm. Das war immer schon so, nur hat es keiner erkannt. Aber jetzt ist die Zeit da, wo das alles offenbar wird. Jetzt. Ja, da gibt es dieses griechische Wort Kairos. Und Kairos heißt, das ist ein Zeitpunkt, an dem ein bestimmtes Ding getan werden muss. Egal, ob die Umstände passend sind oder unpassend, jetzt ist dieser Zeitpunkt. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt da. Jetzt ist die Zeit der Offenbarung da. Ja. Und wir sind im Zeitalter des Offenbarwerdens. Wir brauchen ja nur in der Bibel schauen, im 2. Thessalonicher wird ja beschrieben, wenn der Antichrist kommt, 2. Thessalonicher 2, da wird alles offenbar. Ja, das wird offenbar. Die ganze Wirksamkeit Satans, seine ganzen Lügen, alles wird da jetzt offenbar. Und jetzt zu dem Begriff Heterodoxie. Das wird bezeichnet, das ist eine Lehre, die von der offiziellen allgemeinen Kirchenlehre abweicht und wird somit als
Kirchenlehre bezeichnet. Das kommt von dem griechischen Wort Heteroxia, das heißt eben eine abweichende, eine verschiedene, eine andere Meinung als wie die der Kirchen, ja, der ganzen Kirchen. Und jeder, der etwas anderes behauptet, eben als diese Orthodoxie, die Kirchenlehre, ist somit ein Ketzer, ein Irrlehrer. Häresie. Ja? Und so bin auch ich, werde auch ich so tituliert, weil ich ja eine andere Meinung habe und sie mit der Bibel aufzeige, als wie die Kirchen es bisher gelehrt haben. Die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende lang. Ja? Und ich weiß, ich bin ein sehr umstrittener Mensch da draußen in der YouTube-Szene und viele warnen vor mir, ja, weil ich ja eine Irrlehrerin bin. Ja, ich gebe es zu, in dem Fall bin ich es, weil ich eine andere Lehre habe als die der Kirche. Das widerspricht sich total, ja, aber ich zeige das ja auch auf mit der Bibel. Und es sind viele andere Feinde, die ich da habe, ja. Und die befinden sich übrigens auch auf YouTube und die warnen vor mir, ja. Da gibt es sogar Videos über mich, wo gesagt wird, ich habe ja eine satanische Lehre, Irrlehrerin und ja nicht Hulda Offenbauer, Finger weg. Ja. Aber ich finde das nicht ganz richtig, weil man manipuliert die Menschen. Jeder hat einen freien Willen, jeder darf sich seine eigene Meinung bilden. Ja, und somit verbaut man den Menschen dann den Zugang auch zu unserem Kanal und das ist sicher nicht im Sinn von Gott, weil wir haben ja auch in der Bibel die Stelle, wo gewarnt wird vor einer Sünde, die nicht vergeben wird und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das heißt so viel, wenn ein Werk, das in Gott getan wird, dem Teufel zugeschrieben wird, dann ist das die Sünde gegen den Heiligen Geist und die wird nicht vergeben. Ja? Das war bei Jesus so, wo er geheilt hat, haben sie auch gesagt, er heilt ja in der Kraft von Belzebul. Ja, und die Sünde wird nicht vergeben. Ich habe viele Feinde mit dieser Lehre mir gemacht. Ja, nach dem Motto, wer die Wahrheit spricht, macht sich nicht viele Freunde, aber dafür die richtigen. Ich habe auf der einen Seite die Bibelfundamentalisten, dann sind noch die Spiritisten. Ich habe auch YouTube. Das ist auch mehr oder weniger schon fast ein Feind geworden. Ja, ich habe das jetzt kurz einmal beobachtet. Die Likes, die sind, ja, das sind diese Daumen hoch, die sind am nächsten Tag um ganz viel weniger. Die Aufrufzahlen werden oft um 500 runtergeschraubt von einem Tag auf den anderen. Ja. Und Kommentare werden gelöscht. Bitte nicht von mir. Ja, ich habe oft nicht, ich habe ein paar Mal schon gelesen, warum werden die Kommentare hier gelöscht. Das bin nicht ich. Ja, ich habe das bewusst mir angeschaut jetzt. Wir haben doch diese Serie Der Steuermann und sein Handeln. Da gibt es, glaube ich, 17 Teile. Bei einem habe ich reingeschaut. Da steht, es sind 10 Kommentare. Dann will ich mir die Kommentare anschauen. Es ist kein Kommentar mehr da. Die sind gelöscht. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwer hat es da auf mich abgesehen, weil wenn ich auf YouTube öffentlich etwas über dieses Thema hier sage, ja, oder eben über die da, oder über den, ein falsches Wort, eine falsche Aussage, Video gelöscht und ich bin gesperrt. Aber andere sagen das auch. Das kann ich nicht ganz einreihen, also da verstehe ich nicht, was da eigentlich abgeht, aber ich nehme mal an, dass da ein ganz gewisser unsichtbarer Feind dahinter ist und da fest herumschraubt mit diesem Werkzeug, was er da hat. Wenn man jetzt einmal unsere Hauptpunkte anschaut oder die Lehre, die Irrlehre, die ich ja verbreite, dann war das dieses Thema hier. Ja? Ich spreche es jetzt bewusst nicht aus, weil sonst ist wieder Zensur da, sonst fällt das wieder in den Algorithmus rein. Dieses Thema hier, ja, die 3 Worte. Das ist ein Hauptthema von uns, ja. Auch dieses Thema mit den Täter da, mit diesen Schlumpfungen, ja. Das haben wir schon viele Jahre vorher gewusst. Das steht alles in unseren Büchern drinnen, ja. Und die Heterodoxie von uns, ja, die Heterodoxie von der Hulda greift jetzt die Orthodoxie der Kirchen an. Wir sind jetzt in dieser Umbruchzeit, Krisenzeit haben wir auch, und jetzt wird das wieder debattiert öffentlich. Und da wird man genau erkennen, dass das alles Lüge war, was von den Kirchen hier gelehrt wurde. Ja. Was sind eigentlich die Hauptpunkte, die ich lehre, die ziemlich stark eigentlich von der Kirchenlehre abweichen? Da ist zuallererst einmal dieses Jahwe alias Satan. Ja.
Dann eben, wenn ich diesen Jahwe beleuchte und eben sage, ja, das ist ja ein Anunnaki und diese ganzen Archonten und die Hierarchie, das ist ein großes Hauptthema. Ja, dann Jahwe eben und die Tida im Zusammenhang immer mit der Kabbala. Was ist noch eine Hauptaussage, was sehr von der Kirche abweicht, dass es zwei Jesusse gibt. Der eine Jesus ist eben Satan, Antichrist, ja. Eine weitere Aussage, dass ich behaupte, Jesus kommt nicht wieder. Und dass die Entrückung eine Irrlehre ist, dass das nicht stimmt. Das alles belege ich ja mit der Bibel. Das sind ja nicht Hirngespinste, sondern das ist ja schwarz auf weiß nachzulesen, eben in der Bibel oder in apokryphen Schriften, ja. Ich stelle euch unten ein paar Blogs rein, die ich über diese Themen gemacht habe. Da kann man sich das anschauen, eben über diesen Jahwe alias Satan, über das Amen, über die Entrückung. Da gibt es Videos. Ich stelle euch unten das einmal rein, da könnt ihr es euch einmal ein bisschen anschauen. Ja? Und jetzt frage ich mich oder ich frage euch, was ist, wenn ich doch recht habe mit dem Ganzen? Und ich habe immer gesagt, ich bin nicht die Einzige, die das weiß. Ja, jeder hat so seine Quellen. Ich habe sie direkt von Gott bekommen und mit der Bibel dann unterlegt. Ja, das ist halt mein Bereich. Aber ich bin nicht die Einzige, die das weiß. Es gibt ein sehr interessantes Video, das habe ich heute Morgen bekommen. Und das stelle ich euch unten rein und da bitte ich euch, dass ihr euch das anschaut. Da ist nämlich jemand, der beleuchtet das Ganze. Von der Seite der Gematrie her. Ja, das ist eine Lehre, wo man zu jedem Buchstaben einen bestimmten Zahlenwert gibt. Hängt auch mit der Kabbala zusammen. Und er hat sich die Mühe gemacht, auch vor allem die Zusammenhänge mit diesem Jahwe, mit diesem Gott des Alten Testaments von Israel, von den Juden, mit dieser Art und Weise zu beleuchten und ist interessanterweise genau auf dieselben Schlüsse gekommen, wie es wir in unseren über 200 Videos jetzt gezeigt haben. Ja. Das stelle ich euch unten rein. Bitte schaut euch das an. Das ist von Dancing with Demons und unsere Aufklärarbeit, kann man eigentlich sagen, ist es im Großen und Ganzen fertig. Ja. Weil wenn man schaut in der Bibel, wir haben ja Endzeit, das wissen wir. Wir sind jetzt in den letzten Kapitel der Offenbarung, ja, von 19 bis 22 und dann ist aus. Ja. Und wenn man jetzt, das ist auch interessant, wenn man nämlich das Jahr 2019 mit der Offenbarung 19 vergleicht und das Jahr 2020 mit der Offenbarung vergleicht und so weiter bis zum 22, dann ist das sehr interessant. Nur bei 22 endet die Bibel. Und wir haben jetzt das Jahr 2022, ja, und wir wissen, die ganze Matrix zerbricht. Die Matrix ist gerade am Zerbrechen. Ja? Das haben wir prophezeit. Das ist 2. Petrus Kapitel 13. Die Himmel werden mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber auf ihr werden, das sind die ganzen Systeme, werden auf ihren Brand aufgelöst und die Erde und ihre Werke, das sind eben diese ganzen Systeme und auch das alles, was der Heil verspricht, auf ihr werden im Gericht erfunden werden. Ja, oder nicht mehr auf ihr gefunden werden. Und das ist jetzt gerade da. Das bricht auf, das kommt ins Gericht und das ist dann weg. Das gibt es nicht mehr. Ja. Und darum ist auch unsere Aufklärarbeit ist im Großen und Ganzen fertig. Es wird dann noch eine tiefere Studie geben mit dieser Orthodoxie und Heterodoxie, was ich heute angeschnitten habe, was da nämlich noch dazu kommt. Aber wir sind schon viel mehr jetzt fixiert. Ja, das Alte bricht eben zusammen. Wir sind in dieser sogenannten Übergangsphase und schauen schon, wir haben schon den Blick auf die neue Himmel, neue Erde. Ja. Und darum freue ich mich, dass wir da auch schon an unserem Herzensprojekt für das Jahr 2022 jetzt arbeiten. Ja. Das heißt im Leben, Liebe, neue Welt. Ja. Da gibt es dann auch einen Workshop dazu. Ich nenne es eigentlich nicht Workshop, weil Workshop klingt nach Arbeit. Ja. Es wird ein Kurs sein, weil da geht es ums Lernen, um Genießen, Natur und neue Welt. Und ja, es gibt auch eine Playlist schon drüber von Leben, Liebe, neue Welt, die stelle ich euch auch unten rein. Und wenn ihr irgendwelche Videos sucht zu einem bestimmten Thema, gibt es unser Stichwortverzeichnis, das stelle ich euch auch unten rein. Da kann man mit der Lupe einen Suchbegriff raussuchen und findet die ganzen Videos dazu. Das ist das Zuckerl, was wir auf unserem Kanal auch anbieten, was kein anderer Kanal eigentlich hat. Ja, man kann dann zum Beispiel eingeben Archonten oder George Soros oder keine Ahnung, Trump oder dieses Wort hier. Ihr findet dort alles. Ja. Und ich wünsche euch beim Suchen und auch beim Anschauen dieses Videos, bitte unbedingt anschauen, ja, ist eine Riesenbestätigung für all das. Und da
kommen jetzt viele Zeichen von überall her, damit die Wahrheit wirklich nicht nur von einer Stelle offenbar wird, sondern von vielen Stellen, die sich gegenseitig bestätigen. Weil die Wahrheit ist etwas, was sich immer von selbst bewahrheitet. Und die bricht jetzt durch und die Lügen werden offenbar. Und ich wünsche euch wie immer Gottes reichsten Segen.